Hallo liebe Freunde, hier sind wir wieder bei was Neuem. Hier sind wir bei Halibut oder Halibut, je nachdem wie man das aussprechen will. Das Spiel ist von einem deutschen Entwickler, einem kleinen Studio und ich glaube mit 12 Mann inzwischen. Und seit 2012 in Entwicklung. Halibut, habe ich mich schon lange drauf gefreut. Jetzt gibt es eigentlich die Demo zu spielen auf Steam Next Fest, kann man sich die kostenlos noch runterladen. Muss aber dazu sagen, die ist 50 GB groß. Man sollte also Platz auf der Festplatte haben. Das Spiel ist halt sehr optisch, ja, sehr fordernd, was das so angeht. Jetzt nicht von der Hardware, aber die Grafiken. Man wollte bei dieser Demo auch so viel zeigen, wie es irgendwie geht. Also es ist nicht einfach nur ein abgespeckte 10-Minuten-Level oder sowas. Und man sollte eine Festplatte, eine SSD haben und einen Controller, damit man das am besten steuern kann. Hier sieht man schon, das alles sehr minimalistisch gestaltet hier. Ja, ich bin gespannt, wie das Spiel ist. Das Spiel ist schon was Besonderes, allein vom Artstyle her. Aber das werden wir dann gleich sehen. Wie gesagt, seit 2012 in der Entwicklung, war zuerst eher so ein Hobbyprojekt und die ersten Entwürfe davon haben dann zu der Masterarbeit eigentlich nur geführt und aus daraus hat man dann das Spiel gemacht, weil man dieses Team von ein paar Leuten damals, die wollten einfach so ein Spiel machen wie früher die Stop-Motion-Filme. Stop-Motion kennt man vielleicht aus Wallace und Gromit so eher. Und ganz früher gab es das auch ganz viele Filme mit King Kong und sowas alles. Die wurden halt so mit Stop-Motion, mit Knetfiguren oder Holzfiguren gemacht. Die Stück für Stück hat man nie bewegt. Heute macht man das natürlich eigentlich nicht mehr so. Das kann man jetzt am Computer machen. Trotzdem muss man die Modelle dafür herstellen. Und hier hat man das genauso gemacht. Man muss die Sets herstellen, die Figuren herstellen, die ganzen Kostüme nähen. Man muss alles, was die Figuren in die Hand nehmen, was sie benutzen können, muss man bauen. Also es ist sehr, sehr viel Arbeit und das hat man sich auch hier sehr viel Arbeit machen müssen. Und das hat man auch ein bisschen unterschätzt, darum hat das Ganze auch so lange gedauert. Aber das werden wir uns jetzt mal angucken. Das Ganze ist ein narratives Adventure. Also kein Point-and-Click. Und wir haben so ein Science-Fiction-Setting. Das auch ein bisschen was mit Unterwasserwelt zu tun hat, wie man sieht. Hier sieht man schon ein bisschen so den Look. Also alles, was man hier sieht, ist geschnitzt, gebaut, genäht worden per Hand. Wurde dann mit Fotogrammetrie-Verfahren abgescannt. Also man macht von allen Seiten möglichst viele Fotos vom Objekt und fügt das dann in ein Computerprogramm ein, womit man das Ganze dann animiert. Mit mit Motion Capturing macht man dann die Bewegung und überträgt das dann, damit das flüssig aussieht. Man wollte halt hier nicht diese Bewegungsabläufe wie bei Stop-Motion haben, außer jetzt so bei Gesichtern. Weil das hätte den ganzen Spielablauf das schon ein bisschen hinderlich gemacht und verlangsamt. Aber der Look ist schon wirklich einzigartig. Man bekommt dadurch, dass man echte Modelle verwendet hat, natürlich auch einen ganz anderen visuellen Eindruck durch die Texturen, die wirklich wie echtes Holz aussehen oder wie Papier. Das kriegt man jetzt nur mit reinen Computermodellen fast gar nicht so hin. Oh, hi, Major. What's the matter? Is that leak bothering you again? It's your fine, your unpaid fine. I had a fine? You still do. Tubing without the proper credit on your tube card. Can you settle it now? No. But wait, I'm sure I topped it up. Improper tube card management, Halibut. You surely recall that since last week, the Energy District tubes require your tube card to be topped up with blue credit if an onward journey to the social district is intended, in addition to the usual weekly turquoise credit. But only Immer diese Bürokratie. it was a green. I don't make the rules, Harold, but the rules make me. Now let's get you over to the fine secretary so we can all get on with our day.
Jo, fängt schon mal gut an der Tag. Das ganze Spiel ist leider nicht in Deutsch vertont, nur in Englisch, aber mit deutschen Untertiteln. I'm afraid if you really can't pay, you're going to have to think of someone who can. I guess that means you'll have to wait for the professor again. Who knows what she sees in you? Right, I'm needed elsewhere. There's a disturbing rise in the number of people traveling without the appropriate tickets recently. I hope for both our sakes not to see you again soon, Harold. Uiuiui. Jo, hier sehen wir dann auch so ein Set. Das muss dann wirklich dann alles bauen, auch mit diesen Fliesen am Boden, die Pflanze da reinfriemeln, die Bilder dazu malen. Also enorm viel Aufwand, den man da machen muss. Und wenn man das falsch macht, dann kann man den ganzen Scheiß nochmal neu bauen. Weil die Figuren, die müssen ja dann auch in das ganze Set reinpassen. Also da musste man auch einige Male was neu machen. Und das Ganze dann mit ein paar Leuten am Anfang, die das eher so privat machen. Dann ging zwischenzeitlich auch das Geld aus und hat versucht, mit Kickstarter Geld zu bekommen, und dann über Filmförderung und so weiter mit Geld von den Eltern und hat versucht, dieses Spiel hier zu finanzieren. Weil da hat man sich auch nicht so realistische Vorstellungen machen können, wenn man sowas zum ersten Mal macht. Was kostet denn so eine Spielentwicklung, um das dann auch noch auf den Markt zu kriegen? Ja, jetzt ist es aber so gut wie fertig und wir können jetzt zum ersten Mal hier reingucken. Sieht wirklich interessant aus. Vor allem, ja, die Figuren sind flüssig. Und der Look ist schon sehr speziell. So, kann ich mit dem reden hier. Can't you just put this on my account? I'll pay as soon as I... Mr. Halibut, you don't have an account. Oh. Not since we blocked it. Please, Mr. Secretary, let me just... I mean, look, can't we... Your name is Mr. Secretary? My title, young man, is All-Water Secretary number 24. It is not my name. Anyway, I'm afraid All-Water Corporation can't be seen to make exceptions. You'll have to go through the proxy payment process like everyone else. Okay, strengen Behörden hier. Mit dem reden. Oh, man kann sich hinsetzen, okay. So, what are you in for? Oh, I'm just here for the great company. Aren't you a little young to start working for All-Water? What? No, I meant because it was a joke, doofus. Oh. Yeah. Could you let me wait in peace now? Oh, sure. Will do. Have fun. Okay. Hi, Ma. Look, before you say anything, Whatever your excuse is, it'll have to wait. Busy times. Mr. Secretary, please charge whatever Felix's fine is to the company tab, please. Of course, Mrs. Van der Vaart. Have a pleasant day. You too, Master Van der Vaart. freedom! Have fun, Harold! So, aber Harold ist leider angeschissen hier. For some important information for all inhabitants of the Fedora 1. Dear people, crew, and company, we seem to have discovered something super cool. Please do consider to congregate tonight at the Agora Theatre for some important information. Oh, Harold, here you are. I've been looking all over. Get your buns to the lab, if you please. I do beg your pardon, ma'am, but there is still the matter of an outstanding fine for Mr. Halibut to find a proxy for. A completely reasonably priced and fairly applied fine, if I do say so myself. Sir, please do not cause me further consternation. Just put it on my tab as always. Der Harold hat wohl öfters mal ein bisschen Geldprobleme, wie es aussieht. Oder wird zu schlecht bezahlt. Na gut. Schauen wir mal. Mr. Halibut, you'll need this before you go. A ticket home? Yes, and only home. It's not valid for any other routes. Okay. Thank you, Mr. Secretary. And your tube pass should be unlocked again within 24 hours. So you'll be back to the luxury of fully automatic tube travel. Druckluftröhrensystem, okay. I can't wait. Every time I need you, Harold, it's something else. What's wrong with you? I can't handle your shenanigans while we're in the middle of this mess. I know. I'm sorry. Next time... This must have an underlying cause. I remember when you were still in school and your teacher telling me about how you would just stare out of the window, oblivious to her even shouting at you.
It's like you've never snapped out of that daydream. Sieht ja lustig aus hier. I was never in a daydream, just the other stuff was boring. Harold, I'm not sure which is worse. The idea of you living with your head in the clouds or never being excited by life. Only boring people get bored. Eesh. I'm sorry, Professor. Ups, so. Ups, jetzt ist sie weg. Okay, komm ich da rein. Kann ich mit irgendwas interagieren eigentlich? Ah ja. Hauptstation, all water sector out of order. Oh. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Oh, ich weiß gar nicht. Okay, vielleicht dahin. Destination chosen. We hope you enjoy your all-water Ja. journey. Ist man dann nicht ständig nass? Na gut. You have arrived. Please exit the tube in an orderly manner. Aber hier schon merkt man, wir sind unter Wasser. But why isn't the line active? What needs improving? A man has a right to know. I don't know the exact decision-making process that led to this, sir. But I assure you it will be Labor. Da müssen wir wahrscheinlich hin. So will we get discounts on the other lines as a result of the inconvenience? Ich habe nicht ausgewählt. Ah ja. Destination decided. Enjoy the view. So, wir sind nicht nur einfach so unter Wasser, sondern wir sind ein abgestürztes Kolonieraumschiff, das auf einem Wasserplaneten irrtümlich gelandet ist. Und die Leute müssen jetzt hier überleben. Hang on. What's a butterfly? That sounds silly. A butterfly is an insect from Earth. They had beautiful patterns on their wings and drank pollen from flowers. I suppose you could say they often appeared in extra natural moments in life. On the other hand, they were terribly inefficient, flighty, overly trusting, and delicate. Ergo, you never take responsibility, and I never know where to find you next. Ja, die Bewegungen sind alle flüssig, aber es lädt ab und zu mal nach hier. So, nächstes Set sieht auch cool aus hier. Alles so ein bisschen, ja, so verbrauchte 70er-Jahre-Look irgendwie. But all water raised the tube fares again, and they never announced it properly. This time it really Ja, das wasn't kenne ich von honest unserem mistake. Nahverkehrsunternehmen. Plus, there was this woman who... Quiet, Harold. We don't have time for your flights of fancy right now. There's important work afoot. Oh, yeah. Have you checked the blockage in the filter station yet? And did you need to feed the fish too? Ah, yes. Those two. I'm on the case. Bye, Professor. Aren't you forgetting something? Oh, I'm sure those are all my tasks for the day. You seem to have waylaid your PDA. It really is a wonder you get anything done around here. Ah, thanks, Professor. It's got a life of its own. PDAs benutzt heute auch kein Mensch mehr. Added your daily task list to it, and I don't want to have to remind you about them again. Oh, thanks. Let's see. So I access the list. It'll come back to me. Just go to the 4 selection buttons. Okay. Where were they again? The upper right of the pad. Ah, yeah. Top of the 4 buttons, right? Genau, Y. Vielen Dank. Then I use the navigation nub to highlight and then hit the bottom button. Precisely. Okay, great. And it's the rightmost button to go back, right? Indeed. Now hop to it. And I'll see you at the Agora arcades when you're done. Okay, so bringt mir den Spieler bei, wie das funktioniert. Okay. Ja, cool. Also alles hier ist gebaut. Die kleinen Stühle hier, die Lampen. Schon cool. Er latscht hier auch so rum. Naja, man denkt erstmal, was ist das für eine Nuss hier? Der kriegt so gar nichts auf der Reihe. Aber werden wir mal gucken. Hier ist halt der Held des Ganzen, eben ein ganz gewöhnlicher Typ. Und nicht der Auserwählte, wie es sonst immer so ist. Oder Superdetektiv oder sonst was. It's out of food. Okay, wir haben kein Futter mehr für die Fische. Better ask Cyrus about this.
Aufgabe, fragt Cyrus nach Fischfutter. Fischfutter. Okay, Fischfutter. So, PDA. So, das sieht auch aus, ey. So wie so ein DOS-Menü. Wann ist denn dieses Schiff abgestürzt? Also, Hauptaufgabe fragt Cyrus. Sei es richtig, um nach Fischfutter zu fragen. Wo finde ich den, ist dann die Frage. Reinige die Filterstation. Also Professor Moros, hier die technische Leiterin. Fische füttern und Filterstation reinigen, wo immer die dann ist. So, und dieses Raumschiff war mal ein Kolonieschiff, das von der, ich glaube, kaputten Erde geflohen ist. Oder Krieg oder was da war. Also die wollten weg. Und dann ist dieses Schiff leider auf einem Unterwasser, ja, auf einem Wasserplaneten, also einem fremden Planeten notgelandet. War gar nicht so geplant. Und seitdem sind die da unter Wasser und kommen da nicht mehr weg. Wir haben also hier so ein Szenario, das finde ich immer sehr spannend, wo alle auf engstem Raum sind und nicht weg können. Und in diesem Raum hat sich dann diese Gesellschaft hier dann entwickelt und hat sich dann angepasst. Und ja, die Leute haben sich eben damit abgefunden, sind jetzt hier unter Wasser, können nichts anderes machen und leben jetzt hier. Aber ich glaube, hier in dem Spiel geht es auch darum, dass man sich damit nicht mehr so ganz abfinden möchte. Jedenfalls einige von den Leuten hier. Ich klappe mal hier alles ab, ob man irgendwo interagieren kann. Hier kann man nur reingehen. Ein kleines rotes Telefon da. Okay, also das war alles. Das ist für mich Fische zu füttern. Hier ist auch noch was. Hier unten, wo geht's denn? Kann man da unten hin? Ist das irgendwas? Ah, okay. Interessant. Das ist verrostet hier, ey. Ah, das ist... Das ist dann sein Zimmer hier. Ah, oh, das ist ja luxuriös. Puh. Nun ja. Immerhin ist es wahrscheinlich billig. Ein bisschen feucht, man weiß nicht. Okay. Gehen wir mal hier hin. Das ist wahrscheinlich das Lager oder was? Ach du grüne Leute. Kannst du Pakete Tetris spielen hier? So, was soll man denn jetzt hier finden? Fischfutter oder was? Nee. Hier werden wir dann auch nichts finden. Sieht nicht so aus, als könnte man hier irgendwas... Add-ons. Was ist das? Systeme? Speicheranalyse? Brot-Channel? Vieh-Channel? Was ist das? Keine Ahnung. Account-Comp? Ja. Ich dachte, wie so ein altes PDA aus den 90ern, ey. Add-ons, Weltraumtoast. Was ist das? Achso, Minispiel hier. Okay. Okay. Gut. Hier kann man anscheinend nichts machen. Und hier wieder raus, ja. Hier ist eine Leiter oder sowas. Kann man da hoch? Scheint auch noch irgendwas zu sein. Gut, die Räume kann man nicht drehen. Gut. So weit, so gut. Was muss ich denn noch machen hier? Ah, aha. Was ist das? Was ist denn das für ein Ding? Okay. Ist das gut? Ah. Da ist irgendwas drin. Kann man da vorbeigehen? Ah, ne. Okay. So am Weg. Was soll man damit machen? Kann man damit was machen? Anscheinend nicht. Aber jedenfalls jetzt anscheinend noch nicht. Habe ich das Fischfutter oder was da rein soll? Gar nicht, wofür die ein Aquarium haben, wenn sie eh unter Wasser sind. Aber okay. Er kann auch rennen, ja, okay. Lounge Level 1. Wenn ihr nur wisst, wo jetzt der Typ ist, den ihr sucht.
Keine Ahnung. Aber wir können ja einfach mal so ein bisschen rumrennen. Mhm. Okay, das ist wieder so ein Lift hier, wo das hinführt. Das hier. Lounge. Ah, da geht's nach unten. Also die Übergänge sind ganz cool. Ah, die Treppen, die berühmten. Okay. Die musste aber mehrmals neu bauen, weil man da sich ein bisschen vertan hat bei diesen Treppen, weil die Figur muss ja darauf und runter laufen. Und die hat aber zu hoch gebaut und musste man dann das alles ändern, weil dann sähe das bescheuert aus, wenn man drüber läuft. Also das ist so schon schwierig zu animieren. Man sieht jetzt ja auch so ein bisschen, ist nicht so hundertprozentig. Aber das ist ja das Problem, wenn man so feste Sets dann eben einmal zusammengebaut hat, ist es schwierig, dass dann, wenn man es dann nachher in den Computer übertragen und dann sieht, oh scheiße, das funktioniert vielleicht gar nicht so, wie wir uns das gedacht haben, dann kann man den ganzen Krempel nochmal neu machen. Und da ist ein WC, okay. Gut, immerhin auch mal ein Spiel, wo es ein Klo gibt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Da oben geht es nach Level 2. Da sind wir hergekommen. Wo geht's hier runter? Filtration. Ah, guck mal, da sollten wir eigentlich auch hin, oder? Kann man hier irgendwo? Ne. Sieht man einen Tentakel? Tentakel! Oh Gott. Filtration Pump 014F. Okay. Die Frage ist, ob wir jetzt da irgendwas machen oder können wir überhaupt? Was ist unser Job? Oh, was ist das? Sag mal, okay, das kann man anklicken. Ah. Okay. War das jetzt gut? I don't know. Diese Schriftzeichen konnte ich jetzt nicht entziffern. Wieder blitzblank. Aha, okay, haben wir also was Richtiges gemacht, hoffe ich doch mal. Kann ich irgendeinen Knopf drücken oder noch ziehen? Hier ist so ein Hebel. Ich will gerne Hebel ziehen. Ich ziehe gerne Hebel. Oder Knöpfe drücken und drauf steht nicht drücken. Okay, haben wir die Aufgabe dann erfüllt? Komm mal. Kompo-Kumpel. So, jetzt fragt Cyrus. Keine Ahnung, wo der ist. Also das haben wir anscheinend dann erledigt. Gut, dann haben wir jetzt da irgendwie den richtigen Punkt gefunden. So, mit X kann man hier rennen. Also normales G-Tempo, da schläft man ein bisschen mal ein, finde ich. Außer man möchte sehr entspannt spielen. Ne, das wollen wir aber jetzt nicht. So, geben wir ein bisschen Gas. Also für die Spielzeit soll man so 12 bis 18 Stunden hier veranschlagen. Wie gesagt, das Ganze ist ein narratives Adventure, also hier gibt es keine... Oh, das sieht aber auch cool aus. Keine Mini-Rätsel, sehr viele, wie ein Point-and-Click-Adventure, sondern es geht eher um Geschichten. Was haben wir hier? So ein Gemüsegarten oder was soll das hier sein? Sind das für merkwürdige Pflanzen? Bizarr sieht das hier aus. Okay, aber diese Sets sind schon geil hier. Kann ich mit dem Typen reden hier? Hey, Sci. Ah, das ist er. Hey, Harold. What's going? How's up? Just doing my usual rounds. Trying to clean the fish and feed the filter station. Super nice. How are the fishies doing? They're swimming away, looking good. But there's no food left in the fish feeding machine. Ah, lovely. Yeah, I've been thinking about fish a lot recently. I've been wondering if, even fish blood is such a good fertilizer, what the slow-release phosphates and nitrogen, but we don't want to hurt fish. If samples were taken, we could somehow synthesize the... Sci, that sounds very interesting, but what about the food for the fish themselves? Hmm? Oh, yes, sorry, Brad. Didn't I restock the other night? Must have just thought about it. I'll have to formulate some more. You make the fish food yourself? Oh, I do indeed.
I'm working on a new recipe at the moment, in fact. But I mean, can fish even taste? It's not just about taste, it's about nutrition. We want their gills to function optimally, don't we? And their pigments to express as vividly as possible, a bit like flowers. Sigh. New fish food would be great. I'm sure they'll love it. Wie lange die Fische das I'll get überleben? right on it, promise. Yeah, I think I have a test batch. Yep, here. A little taster to keep them going. You should try some too. Yes. Thanks. I'll let you know what they think. Die werden es lieben. Oh, did you see that? Was that fish real? I'm not sure. I mean, even if it wasn't, their methods are getting way more sophisticated lately. Yeah. I kind of look forward to seeing what stunt they're going to pull next. Me too. As long as I don't have to clean it up. Do you remember their first messages? Yeah. Wasn't it something about Fedora not being able to take off being a conspiracy? Yes, on all those little flyers. Handwritten too. What did that fish message mean, do you think? I guess something about exploring the planet? Didn't it say what's out here? Ooh, like they've hidden something? Maybe they think the ocean is a conspiracy too? Anscheinend gibt es hier sowas wie eine Protestbewegung, die sich damit nicht abfinden will, eben, dass man hier auf dem Ozean festsitzt. Und die Schiffsführung hat sich anscheinend auch hier irgendwie darauf festgelegt, dass man den Planeten nicht erkunden soll oder auch aus irgendwelchen Gründen. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Observatorium. Kann man da hin? Unten ist so ein Schacht. Kann ich aber nicht mit interagieren. Also wahrscheinlich vorgesehen. Okay. So, wie sind wir denn hierher gekommen, ey? Ah ja. Lass mal die Fische füttern. Lab Quarters. Da. Wupp, 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 wupp. Vielleicht sind auch Fische drin gewesen. Das kann natürlich auch sein. Keine Ahnung. Schauen wir mal, was wir jetzt hier machen. Das eine Ding soll jetzt die füttern. Edelzehen. Juhu. Little fishy? Kleine Your Fische. little dishy is now served. Notizbuch. Fisch zum Okay, Abendessen. Herald Bot Diagnostic Report. Scanning. All tests completed satisfactorily. Enjoyment evaluation minimal. Energy levels depleted. Recharging required. Next destination, Agora Arcades. Aufgabe, geh in die Agora-Arkaden. Okay. Wo immer die sind, werden wir mal feststellen dann wohl. Okay, interessant. Ja, er ist mit seinem Leben, glaube ich, auch so ein bisschen nicht so komplett zufrieden. Ist halt eine sehr boring hier irgendwie. Aber okay, er hat eine Aufgabe. Man kann sich ab und zu wenigstens ein Ticket leisten. Das war es dann anscheinend auch. Puh. Agora-Arkaden. Keine Ahnung. Ach, hier war noch ein Weg, ne? Irgendwie. Ah, nee, das ist eine Wohnung. Wow. Das ist in meinen 4 Händen. Da kommt sogar Nebel aus diesen Belüftungsgittern, ne? Okay. So, die haben hier dann so ein... Why isn't this working? So typical. I suppose the ticket reactivation is still going to take a while. Ah. Na super. Abgeschlossen. Toll.
Das ist ja super. Aufgabe, Ankündigung ansehen. Der Kumpel. Lustige Zeichnung macht er da. Okay. Ist ein bisschen sehr kindlich. Ankündigung. Ich könnte mir die Ankündigung auf dem Fernseher in der Lounge ansehen. Aha, okay. Der Lounge. Was sind die Lounge? Harold. Chris, what brings you here? Would you guess that the tubes are down again? Strangely, yes, I can believe that. Does that mean school is out? Yep. The Bambinos are happy and I don't mind the time off. But if it goes on much longer, they'll forget everything I've taught them. Won't they do their homework? Gunter will. Anyway, the whole social district is off limits right now. So at least there won't be much else for them to do. Is that why you're hanging out here? Mostly. It's just kind of cozy here though, you know? Hey, are you gonna watch the announcement? Yeah, I meant to go to the arcades for it, but my darn ticket is playing up. Mind if I watch it here with you? Of course, be my guest. Not that I actually live here. Oh, it started. Aye, let's see what all the fuss is about. We chose the stars, not instead of the Earth, but because of it. We chose sacrifice and responsibility. Well, we didn't, I guess, but our ancestors did, and we wouldn't be here if they hadn't. Left, I mean. We'd be back on Earth, and where would that have got anyone? We may not have ever seen our home, tasted its air, or gazed across its boiling seas, but we remember it. And then we made a new home, even if it wasn't quite what anyone had in mind. And one corporation over all others helped make that possible. All water. On that note, I'd like to introduce Madam CEO Brenner Kasselchop. Das nennt man eine Ziegelsteinfrisur, okay. Good day to you all. As you may know, I am Brenner Kasselchop, the CEO of All Water Corporation. More importantly, I'm a citizen of the Fedora just like you. And it's my unmitigated pleasure today to show you what you're about to see. Join me in reliving and celebrating the remarkable journey we've been on together before we unveil the next step of that journey. It may have started with one man, but it took the hearts and minds of many more to make the dream a reality. That dream began at the height of the Cold War, when the world was on the very brink of annihilation. He conceived of an ark-like spacefaring ship, financed by the wealthiest countries, families, and private institutions such as the Schlippmeier Foundation, as a gesture of global care for the human race. That ship journeyed for 200 years, was home to 5 generations, and sailed past many solar systems, making fascinating discoveries along the way, like the bacteria that are now responsible for our energy supply, or the mineral samples we took from planets along the way that allow us to build new materials. We had difficulties to deal with too, such as surprise asteroid fields, periods of hopelessness, and the unpleasant albeit brief alien infestation. And of course, 120 years after launch, our last message from our beloved Earth in its final moments. After 200 years, we finally arrived at our destination, only to find that the promising, watery planet contained no habitable landmass and dense, toxic gases in the atmosphere. Hardly the second Earth we had hoped for. It wasn't long into our new search that the solar winds came. Maybe our ancestors couldn't have possibly known, or maybe they could, that they would cause our ship to crash, just like Icarus, but with worse luck. Either way, we can be thankful for a soft landing and good waterproofing. Wasn't that a wild ride, huh? We've achieved so much aboard the Fedora, but we've never stopped thinking big. We had the idea to make sure we weren't missing out on anything going on outside. We're in a whole new galaxy, so we should be listening to see what the local news is.
so we hatched a new plan. A state-of-the-art, deep space radio buoy capable of keeping itself afloat and slowly circumnavigating our watery new home while scanning for signals and interesting cosmic gossip. And, wait for it, yes, we're delighted to announce it's floating to the surface right now. That's right, the buoy will be in position in another few hours. Big congratulations and thanks to All Water for making this possible. I'm excited to see what we pick up. That was some announcement, huh? Sure. Makes for some nice gossip. But I think they should fix the tube system or upgrade the TVs, eh? For this fancy boy drama, eh? Yeah, that'd be nice. What if there really is nothing else out there? Exactamundo. We should be focusing on inner space before outer, huh? Yeah, man. Speaking of inner space, I hope the tickets are working again tomorrow. Que claro. At least I brought some homework to mark. Those bambinos will forget everything at this rate. And you've got your trusty couch. Yep. We've gotten to know each other well. Okay. I'm gonna get some sleep. Buona notte, Chris. Buona notte, Harold. Okay. Oh, Chris? What's up, hombre? Er ist also Lehrer, okay. What do you think will happen if the boy does find something? Doesn't seem to me like we'll be able to do much. I don't get this obsession with distracting ourselves from the real stuff. You mean like teaching the next generation? Sure, but we can all keep learning. That shouldn't stop when you leave school. Also nach 250 Jahren schicken die jetzt zum ersten Mal eine Boje an die Oberfläche. Das ist ja auch interessant. I just wondered, und ob das alles stimmt. being a teacher. Oh, it's great! The bambinos can be little devils, but a place like this, gotta keep the mind active. They're all going to have to pull their weight to keep this old tin can running smoothly, huh? Chris. I'm sorry, Harold. These essays aren't going to mark themselves. Get some sleep. Okay. Gut. Fedorans. The all-water tube system will shortly be closing for the night. Please attend to the necessary travel arrangements. Get home safe. Jo. Dann sollen wir uns wohl aufs Ohr hauen, wie es aussieht. Abgeschlossen. Schlafenszeit. Juhu, wir haben ein Achievement. So. Oh, was für ein Leben. Oh boy. What a day. Here's hoping tomorrow's a bit more relaxed. I could do with a day off. All this running back and forth for people is tiring, man. But, Agent Harrelson, that's what they pay you for. Don't let us down now. Tja. Mit Werkzeuggürtel. Okay. Tag 18.250 nach Ankunft. 18.251 nach Ankunft. So, gehen wir mal wieder an unser Tagwerk. Schauen wir mal, was heute passiert. Du. So. Morning, Harold. Hello, Professor. What did you think of that announcement? It was quite fantastically self-aggrandizing. Yes, it did go on a bit. The boy seems cool, though. Indeed. I'm sure it'll make a great source of distraction. Now, if you're quite ready... Sure. Ready for what? I made a breakthrough discovery at the Arboretum last night. You remember the last batch of bloomy rocks? Oh, the really small ones from the last intake? The ones with the strange shapes and the little holes and... The blue ones, yes. Turns out their surface composition doesn't just give us clues about our immediate aquatic environs,
I think they've picked up some influences from outer space as well. Take a look through the microscope. You'll see what I mean. Just remind me exactly how that thing works again. Harold, are you fooling me? This will be the last time I explain it to you, so for once, pay attention. You need to open the hatch first. Mhm. Now, activate the switch next to the board to open the sample shelf. Hm? Welche Samples? Hier ist ein Mülleimer. Das ist die Fischfuttermaschine. Also Harold ist aber wirklich allzu blöd. Das gibt's ja gar nicht. Sowas. Was soll er sich denn da jetzt angucken? Ist ja so der Relax-Teil hier. Keine Ahnung. Was soll ich jetzt hier noch machen? Ah ja. Die Zeichnung von dem, was zuletzt passiert ist. Aha. Auch sehr lustig. Muss ich hier was rausholen? Müssen wir mal einen aufholen. Okay. Ah, nee, da war schon. Keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Soll ich jetzt hier öffnen? Ist noch nichts, womit ich interagieren kann hier irgendwie. Auf diesem Tisch. Ist ja irgendwie auch nichts. Ups. Jetzt war noch sowas, wo ich noch was machen kann. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Ja, ich hatte das eben überlesen. Wir müssen den Schalter bedienen. Ja. Da habe ich es ja Position bezogen, dann dauert noch ein bisschen. So. Das sind die Proben fürs Mikroskop. Ah ja. The Okay. rock you want is in the container on the lower right. You remember your left and right? Bring it to the microscope and insert it into the hatch. Naja, okay. Blöp. Et voila! Check the microscope and finally you'll see what I mean. The one you're looking at now seems to have picked up radiation from our nearest sun. There's a particular mark for each time there's been a solar flare. I can only see one mark? That's the problem. There isn't enough of a recording on this one. I dated it to roughly 40 BC. So we need an older one.
For? Exactly. Older ones, ideally. Although I doubt we'll have much luck catching more of them by chance. Oh, yes. We have to figure out when there's going to be a gap between flares. Flares cause the solar winds. A gap between solar storms is our only window for leaving this place. I need you to look into this, Harold. If anyone on board has an older rock, we need it procured. Yes? But if we're not going to be able to catch one, where am I supposed to start looking? You could start at Tommy's store. You and I both know that guy somehow gets hold of whatever those filter stations spit out, and then sells them at an outrageous markup. Good evening, Jean. Nice to see you, Bridget. Is the sample in the microscope? I'm really curious to inspect it. Yes, you definitely should. Das ist ja auch Forscherin, oder was? Okay. So, können wir die jetzt nochmal reden? Wir sollen einen blauen Stein besorgen. So... Dare I ask, what is it? Alles okay. Oh, no, it's okay. I'll be off. Be good, Harold. Gut, in deutsche Sprache wäre auch geil gewesen, aber da reicht natürlich dann das Geld nicht für. Muss man ja auch sehen. Wenn man das auf dem internationalen Markt verkaufen will, braucht man natürlich auch eher Englisch. Verstehe ich auch. Aber okay, geht auch so. Kann man mit dir auch reden? Hey. Hey, you're the professor's assistant, Jeremy, right? Yes, but no. I'm Harold Halibut. I interned in your section for about a year. Oh, goodness, you're microwave boy. So, you do remember me. Yes, how could I forget that debacle? Actually, I've just met with your professor. Is everything okay? Not entirely, but I probably shouldn't be telling you. Okay, I'll... But I suppose if Moreau trusts you, I'm a bit worried about our ship's energy reserves. I thought I'd talk to your boss about it. She's the smartest person on board, isn't she? Reserves? Are we in some kind of trouble? Now I've said too much. Oh. Ask Moreau. Perhaps she'll tell you more. Hat die nicht irgendwas mit so Bakterienenergie erzeugen? Aber okay. Did you guys talk about the bloomy rocks at all? Moreau said I should maybe check with your husband. As a matter of fact, we did. As for my husband, you'll have to ask him, which is more than I've been able to do the past few days. Okay. Knowing that infuriating rock collection, I'm sure he'll find you something. He's a sweetheart, really, you know? Go ask him. See you later. Bye, Richard. Soll ich jetzt nochmal mit dir reden? Jetzt erstmal umdrehen. So... Dare I ask, what is it? So, Bridget told me about some kind of energy shortage and to ask you about it. Any idea what she meant? Yes, she mentioned she may have found a link between something in the water and our solar wind problem. It's speculative, and now isn't the time. That all? What are you doing again? Harold, use the PDA. Anything else on your mind? Ist ja schon gut. Oh, no, it's okay. I'll be off. Be good, Harold. Okay, dann gucken wir halt unser PDA. So, To-Do. So, suche den blauen Stein. Moreau will, dass ich zu Tommys Gemischtwarenladen in der Agora-Arkaden gehe, um ihn zu fragen, ob er einen alten blauen Stein auf Lager hat. Okay. Agora-Arkaden. Harold, when you see Cyrus, could you give him a message for me? Sure thing, Professor. Just ask him, how are the details coming along? Okay. I will ask him, but, Yes, I know. I could ask him myself, but didn't you stop to wonder why I don't want to? I just did stop to wonder. It's complicated, okay? We go back a long way and don't always see eye to eye, especially on matters of categorization, nomenclature, and subsequent archiving methodology. Not that he ever saw fit to delineate his preferred... Don't mind me, Harold. I just mean Cyrus has his stubborn phases, and I just can't talk to him when he's in one. Okay, say no more. Your message is safe with me. Actually, Harold... No, it's okay. Nothing. Run along now. Okay.
Okay, also dieser Cyrus ist aber... Tommys Gewichtwarenladen. Im Energiesektor. Aha. Okay, Energiesektor. Aber wir müssen erstmal in diese Arkaden. Die würde ich mir auch gerne nochmal angucken. Mal sehen, ob das Ding jetzt geht. Oder wird er jetzt wieder verhaftet als Schwarzfahrer. Aha, Energiesektor. Die Arkaden will ich mal sehen. Destination selected. Blob. Have a pleasant journey and a fantastic Uah. day. Du wirst einfach weggesaugt. Okay. You may now exit the tube. Utterly unconcerned for your own safety, no respect for authority, wanton disregard for the future of humanity. Harold, good timing. You can explain things to the Major, can't you? Harold, come here and explain things. And yourself. Major, I'm just passing through. I really don't know what this is about. Hi, Felix. So you're not here to make excuses for this diminutive delinquent? Hey, I'm not diminutive. I've just got longer to live than you. And Harold, tell him about our plan. Harold! I thought I told you to stay out of trouble. I should have known you'd be wrapped up in this. Hallo? I'm not in trouble. There is no plan. Are you questioning my authority and/or organizational merit? What? No, Major. If I find out you're a bad influence on young Felix here... Not me, Major. Whatever Felix did, I'm sure it was Wieso meant sagt der innocent. Major, aber das heißt And hier how Hauptmann. would you know Was about that? Unless you're in league hat with er denn him. für ein Problem? I just meant... I mean, if you just relax. Relax? Harold, you're really starting to tweak my beak. But what did Felix do? Was hat er denn anyway? gemacht? Utterly unconcerned for his own safety, no respect for Das hat authority, man doch schon. wanton disregard. Anyway, Major, under whose jurisdiction is Harold in trouble? Mine! I'm the law here. Felix, will you be a witness to this? Absolutely. And can you testify to Harold's involvement? Only if he's willing to testify to mine. Harold, tell the truth now. It'll be easier in the long run. I haven't witnessed anything to testify. Damn it! Then the case is in danger of falling apart. I'm sure Felix's parents will deal with this. Good point. They should really be present while you question me, Major. I'm only a minor. Don't you throw the book at me, son. Where are they anyway? I don't know. And good luck finding them. Oh no, Felix, have you lost them? Harold, leave this to the professionals. Felix, do you mean to tell me you've neglected to file a missing person or persons report? Shouldn't we look for them? Don't change the subject. But, Major, what is the subject? Also, That's right, Harold. Know your rights. If, and I mean if, you're acting as some kind of heroic big brother figure to this young man, I expect you to be a positive influence. There's no... Come on, spit it out, man. was will der denn überhaupt? Leave me alone, Sandstrom. I've got fish to feed. Okay, Harold, but your fish won't save you if I catch you red-handed. Now, Felix. Where is Felix? Oh no. Felix? Harold, you've lost him. Ah. Wieso ist er mir entwischt? Hallo? Was hat der für ein Problem? Slippies? Just slip with slippies. Kann man hier Skifahren? Macht der hier? Dem reden? Hello, Mr. Secretary. 8, right? I'm afraid not. You must be thinking of my brother, Secretary 8. Or Secretary 24, of course. Oh, sorry. I always get that mixed up. There are just 3 of you, right? Well now, 3 of us work for Allwater, yes. Oh, so there's another who doesn't? Yes, Secretary 8 is the man to ask about that. He remembers it all much better than I do. Remembers? Okay, sounds serious. Anyway, I'm neglecting my post. Welcome to the Agora Arcades. Would you like to partake in the monthly all-water raffle bonanza? Oh, sure. Wait, is it free to enter? Certainly. The raffle is a generous gesture of frivolity from Allwater to you, the citizens of Fedora. What are the prizes? Well, there's a long list of luxuries, a plethora of pleasurable prizes. The full list can be perused at your leisure on the Allwater Public Access Forum.
Okay. Okay, I'm ready. Das sind merkwürdige Leute hier. I'll just spin her up. Drum roll, please. And... Wow. Voll Looks Hightech. like you were unlucky this time, but that's life. Try again next month. Das ist sein Job hier. Aufgabe spricht mit Sekretär Nummer 8. Wir haben echt eine Drehtür hier. Das sind die Arkaden. Cool. Das ist ein schönes Set hier. Mal dran denken, dass das alles hier per Hand gebaut worden ist. So, Nachricht John Slippy Jr. Hä? Genau, Slippys. Slippys Double Black Diamond Angebote sind da. Nur für den Tag. Nicht vergessen. Slippys exklusiver neuer Kampagnenstart. Heute noch bei Slippys vorbeischauen. Okay, hier kriegt man noch Reklame. Gertrudes Bier. Okay, Sale. Hier gibt's Slippys Zeug. Remember all water. Also die haben anscheinend hier alles unter Kontrolle, diese Wasserfuzis. Intercom Oasis. Hier gibt es auch einen General Store. Was haben wir jetzt hier? Wir sind nicht zu Ende. Eine Bühne gibt es auch. Ist der Vogel hier? Oh, Ona. Hey, how is it going, Harold? Not too shabby. Wundert? Thanks. How about you? I'm super, actually. I found a book. Oh, cool. What kind of book? It was just discovered. A book written on Earth. Nobody on the station has read it yet, apart from me. Wow, what's it about? Stick around and you'll find out. My newest performance piece is a reading of it. Oh, nice. Which part? All of it, Harold, all of it. Without interruption. It's gonna be a wild ride, so buckle up. Wow, okay. Good luck. Okay, dieser Onat ist einer der Macher des Spiels hier. Der hat sich hier selber eingebaut, sozusagen. Sieht auch genauso aus. Lustig. Intercom. Ja, wir sollen doch mit irgendeinem reden, ne? Ja, wo ist der überhaupt? Was ist das hier? Potions and Magic. Das sind ja merkwürdige Läden hier. So ein kleiner Supermarkt hier im Schiff. Hello. Yeah, man. Welcome to the fish hut. Sample our homegrown fedora fish or our freshwater catch of the day. What's the catch of the day today? Today, we have the great spotted super grouper. Sounds tasty. Just out of interest, is that a native fish? Hard to tell, man. You know, a few of the ship's fish escaped during the crash. So we don't know if they thrive in the ocean or even intermingle with native species. But we can guarantee that fresh super grouper taste you know and love. Okay. Fischhütte. Okay. Ups. Ist hier noch irgendwas? Coming soon. Ah ja. Muss noch irgendeinen finden, der den Laden aufmachen will. Wo ist dieser Typ eigentlich, den wir noch finden sollen? Was ist hier noch? Nachricht von Cyrus. Auf Lager. Ja, vielleicht im General Store. Wer sollte hier so einen Stein auf Lager haben? Schon nicht der Laden, der hier Werksteigausrüstung verkauft. Das ist auch ein bisschen skurril. Kann man da rein? There's the Blue Rock, the bane of my day. Where's Tommy when you need him? There's the Blue Rock. Where's Tommy? Oh. There's the Blue Rock. Where's Tommy when you need him? There's the Blue Rock. Ja, ist gut. Komm ich hier nicht weg. So, okay.
Er ist auch gar nicht da, der Typ. Shit. Ist das auf hier? Ach, tatsächlich. Oh Gott. Was ist denn eine Beleuchtung? Okay, was ist das hier? Ist das ein Spielcasino oder was? Alte Arcade-Geräte. Ja, die sind ja echt so technisch ein kleines bisschen stehen geblieben, habe ich so das Gefühl. Oh, hey, Rafi. Harold. Is everything okay? The tube route to the school in the social district is out. Oh, right. Makes sense. Annoying. That's not what's annoying. Oh? Kids. Everywhere. All the time. No school means no peace. They're just hanging around. Taking up space. Playing all the arcades. Sind die Automaten nicht dafür da? Dear. But isn't that what this place is for? Kind of? Oh. I see. Der möchte nur seine Ruhe haben hier, okay. Ja, ist klar. Rafi Salters. Insert Coin. Okay, da haben wir kein Geld für. Gut, aber man könnte hier spielen. Interessant, lustig. Okay, ja, da haben wir noch einiges zu tun. Wir müssen hier so ein paar Typen noch finden. Man weiß, wo die sind. Da müssen wir noch ein bisschen hier rumlatschen. Also, erster Eindruck hier, diese Glühbirnen sind auch interessant. Warum die so kleine Glühbirnen gekriegt? Also ich vorstelle, das alles muss man bauen und dann abfotografieren und so. Also, was für eine Arbeit. Sieht aber echt geil aus. Wo das Ganze hier hinläuft, ja, muss man sehen. Also, ich glaube ja, dass hier schon irgend so eine Art Verschwörung am Gang ist. Es gibt hier wahrscheinlich verschiedene politische Fraktionen. Vermute ich mal. Und dass diese Water Corporation so, die immer die Wahrheit sagt, ist ja dann oft so, ne? Irgendeiner will da nicht die Macht abgeben und versucht dann die Leute zu bescheißen. Tut so, als nein, wir kommen hier nicht aus dem Schiff. In Wirklichkeit wäre das wahrscheinlich super easy. Naja, gut. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Jetzt würde das hier zu lange dauern. Deshalb würde ich mal sagen, vielleicht machen wir noch einen zweiten Teil. Weil ich würde ja auch gerne mal wissen, was wir hier noch so sehen oder erleben können, bis die Demo hier vorbei ist. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Vielleicht möchtet ihr den zweiten Teil auch noch angucken. Ansonsten schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet hier und von dem Look. Wie gesagt, das hier ist so ein eher narratives Adventure, also wohl Geschichten erzählt werden und ja, jetzt hauptsächlich da was zu tun gibt, also mit Point-and-Click und Adventure-typischen Elementen wie Minispielen und Rätseln hat man hier nicht so viel zu tun. Man läuft hier meiste Zeit rum, redet mit Leuten, versucht dann Aufgaben zu erfüllen. Sieht auch lustig aus. Und ja, unser Harold ist auch so ein bisschen so eine Trantüte, aber so ein richtiger eben Anti-Held. Dem traut man eigentlich nichts zu, aber der wird wahrscheinlich hier das entscheidende Element sein. Und ich bin mal gespannt, was sie sich hier dafür ausgedacht haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Teil, bis zum nächsten Mal hier auf diesem Kanal. Bye, bye.